Hallo Mädels und Jungs, das ist mein SH-Roller und ich bin Eddie und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Fahrtbericht SH-Roller. Mal kurz vorweg, den SH-Roller gibt es als 125er, 150er und als 300 Kubik Roller. Das hier ist der 300 Kubik Roller. Die Frage, warum 300, warum nicht einen 125er? Ja, natürlich, ein 125er ist ideal für die Stadt. Klein, leicht, hat auch die meisten haben zwischen 10 und 15 PS. Der SH-Roller hat 14 oder 15 PS, vollkommen ausreichend, und natürlich auch kleine Ausflüge aufs Land lassen sich mit dem auch ganz leicht bewerkstelligen. Der 300er ist dann um einige stärker und natürlich hat er eine Daseinsberechtigung aus dem Grund, weil wenn ihr wirklich viel mit Sozia fahrt zum Beispiel oder aber wirklich sehr viel aus der Stadt hinaus fährt, ist der 300er Roller um einiges besser und hat natürlich auch um einiges bessere Beschleunigung. Aber das könnt ihr auch dann im Beschleunigungsvideo sehen, wo ich einen alten Roller, meinen Buchlido mit 125 Kubik, mit dem 300er SH vergleiche. Ja, zu den technischen Daten. SH300i hat 279 Kubik, Einzylinder, Viertakt mit 4 Ventilen, oberliegende Nockenwelle, die Ventile werden über Kiephebel betätigt. 27 PS und 23 oder 24 Newtonmeter Drehmoment. Eigengewicht 160 Kilo, hat schon 16 Zoll Bereifung, also nicht mehr so kleine Reifen wie bei Vespa oder sonst irgendwelchen anderen. Vorne ist die Dimension 110 70 16 und hinten 130 70 16 montiert. Ja, er hat dann als Endgeschwindigkeit eingetragen 131 km/h vom Werk. Ich bin mit meinem schon laut Tacho 150 gefahren. Das sind GPS gemessen 144, wohlgemerkt mit der originalen Variomatik. Gut, gehen wir zu den Details. Ja, zu den Details. Das Instrumentarium zeigt natürlich Temperatur, Wassertemperatur, dann Tankanzeige, Öl, dann die Serviceanzeige mit Ölchange, ABS und die Einspritzungsanlage an. Ihr habt hier Fernlicht und die Lichthupe, Hupe, Blinker, Starten und der Notaus. Zwei wirklich gute Spiegel, auf denen man sehr gut nach hinten sieht, und als Besonderheit habe ich natürlich hier Heizgriffe. Was hat der SH-Roller noch? Er hat hier ein Fach mit einem Zigarettenanzünder. Da kann man natürlich irgendwelche Sachen aufladen wie Mobiltelefon, beziehungsweise mit dem Kabel hier zu meiner Navigationshalterung gehen und ein Navi betreiben. Wenn ihr die Batterie sucht, die ist hier unten drinnen. Hier unten drinnen ist auch der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit. So viel zu dem. Der
Roller selbst hat hier die Hinterradbremse, wobei das ist eine CBS-Bremse, also ein kombiniertes Bremssystem. Das heißt, wenn ihr hinten bremst, wird von der Vorderradbremse ca. 50% dazu gebremst. Das hat den Vorteil, dass der Roller beim Bremsen nicht nur vorne in der Gabel einknickt, sondern beim Bremsen auch gleichmäßig nach unten geht und es fühlt sich an, als wenn man überhaupt nicht irgendwie eine Gewichtsverlagerung hätte. Vorderradbremse ganz normal, die aufs Vorderrad hier wirkt auf eine 240er oder 250er Scheibe, die wirklich sehr gut geht und sehr effektiv ist. Der Motor selbst ist hier unten der Zylinder liegend verbaut, hier der Variomator und hier ist der Luftfilterkasten, hier mit dem Variomator. Der Variator hat normalen Keilriemenantrieb mit auf der vorderen Scheibe mit 18 Gramm Gewichten. Die sind dafür ausgelegt, dass zwischen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit, also zwischen Beschleunigung und Verbrauch, das Optimum herausgeholt wird. Natürlich kann man auch etwas leichtere Gewichte nehmen, dann ist er in der Beschleunigung um einiges besser. Oder man nimmt etwas schwerere Gewichte, dann fällt die Drehzahl und man kann sogar noch den Verbrauch nach unten schrauben. Vom Verbrauch, ich brauche mit dem SH300i in etwa 3,5 Liter. Es sind aber auch 3 Liter drinnen, also Verbräuche von 3 Liter möglich. Warum brauche ich 3,5 Liter? Das ist bei mir ungefähr Drittelmix. Ich fahre ungefähr ein Drittel Autobahn, dann ein Drittel Stadt, davon aber auch Soziusbetrieb dabei und Bundesstraße. Das heißt Autobahn 130, Bundesstraße natürlich so 110, 115, wenn der Fließverkehr so läuft, oder auch 120 und Stadt natürlich auch mit Filtern, also mit Durchfahren durch den Verkehr und viel Stop and Go an den Ampeln und natürlich fahrt auch oft meine Tochter mit. Ja, zum Soziusbetrieb, das sind die Sozius-Fußrasten, die sich wirklich sehr stylisch ins Fahrzeug integrieren. Und ihr habt auch hier einen Gepäckhaken, der aber leider viel zu tief montiert ist. Er sollte mindestens hier montiert sein. Warum? Wenn ihr nämlich hier eine Computertasche hier einhängt, dann habt ihr das Problem, dass die Computertasche hier unten steht, weil der Gepäckshaken zu nieder ist, und dann könnt ihr die Füße hier nicht drunter schieben. Das heißt, ihr müsst die Gepäckstasche schief stellen, einen Fuß etwas weiter hinten, einen etwas weiter vorne. Wäre der Gepäckshaken hier oben, würde das optimal passen. Ja, das ist ungefähr mal zur Ausstattung. Wir schauen auch noch kurz unter den Sitz. Hier Tank mit 9,1 Liter und hier habt ihr das Gepäckfach mit dem Originalwerkzeug. Das einzige, was ihr hier nicht hineinbekommt, ist natürlich einen richtigen Vollvisierhelm. Das geht sich einmal nicht aus. Aber ein normaler Helm geht sich hier eher leicht aus, weil das mit der Mulde nicht klappt. Ja, Fahrtbericht. Von der Beschleunigung her ist der SH300i dort einzureihen, wenn man mit Socia beschleunigt.
ist man noch immer von der Kreuzung schneller weg wie ein 125er SH Roller solo. Das heißt, dieser Roller zieht wirklich mächtig an, seine 27 PS sind schon sehr, sehr überragend, und in der Beschleunigung nimmt man den 22 PS Vespas doch auch rund bis 60 km/h eine Fahrzeuglänge ab, ohne Probleme. Wie gesagt, die Beschleunigung könnte man noch besser machen, indem man leichtere Gewichte hineingibt. Die Original-Variomatic ist aber vollkommen ausreichend. Jeder, der die Endgeschwindigkeit etwas erhöhen möchte, sei beraten mit einer Variomatic mit der vorderen Scheibe, mit dem kompletten Satz und dem Riemen von, nicht von Malossi, sondern von, fällt mir jetzt nicht ein, ich blende es dann ein. Es ist ein Roller mit flachem Durchstieg, wie man hier so schön sieht, und dieser Roller hat ein wirklich sehr gutes Fahrverhalten, er federt sehr gut, die Federvorspannung ist hinten auf Stufe 3, wäre für den Solobetrieb in Ordnung, wenn man in etwa für einen Fahrer mit rund 75 Kilo rechnet. Alles darüber, das heißt mit Sozia und oder Gepäck und Gepäck, Federvorspannung 4 oder eher 5, damit er hinten nicht zu weich wird bzw. zu weit einfedert. Das Einzige, was mir an dem Roller aufgefallen ist, dass er in langgezogenen Kurven in höherer Geschwindigkeit, das heißt 100, 120, bei einer Bodenwelle leicht zu schwingen anfängt. Natürlich, das ist dem Fahrwerk und Rahmen geschuldet. Alles, was ihr schlecht machen könnt, ist irgendwie dagegen zu arbeiten, sondern einfach in etwas schwingen lassen. Er beruhigt sich dann sofort wieder, nicht irgendwie jetzt in Panik geraten. Es ist einfach nur so eine Schwingungsbewegung, die sich dann sofort wieder einpendelt, und ist nicht natürlich für Fahrer die das nicht gewohnt sind und mit wenig Erfahrung, sehr ungewohnt. Wenn man aber kein Problem damit hat und schon mehrere Kilometer gefahren ist, ist es überhaupt kein Problem. Ansonsten ist das Fahrverhalten sehr gut. Die Bremsen sind auch hervorragend. Man findet auch sehr gut den Druckpunkt an der Vorderradbremse. Das CBS-Bremssystem ist auch sehr hervorragend und die Verzögerungswerte sind wirklich top. Außerdem ist auch die Vordergabel nicht so weich gefedert, das heißt, er taucht nicht sofort ein, wenn man wirklich einmal kräftiger bremst. Und die Bereifung mit 16 Zoll ist natürlich eine tolle Sache, weil sie den Roller relativ stabil laufen lässt, auch bei hohen Geschwindigkeiten, beziehungsweise natürlich die Schlaglöcher auch nicht so merkbar sind. Hier auf dem Roller sind Michelin City Grip montiert. Was mir aufgefallen ist an den Michelin City Grip ist, bis auf das, dass sie wirklich sehr guten Grip haben und sehr gut laufen, relativ kurze Aufwärmphase benötigen und sonst auch keine irgendwelche Aktivitäten haben, wie dass sie zu schmieren anfangen oder so, haben sie ein gewisses Laufgeräusch. Das heißt, um die 40 km/h fängt es an bis so 60 km/h, wenn man einen Jethelm hat oder einen Vollvisier haben, also einen Turnhelm, den man aufklappen kann, also einen Klapphelm, dann hört man das, und das ist so ein Abrollgeräusch, ähnlich wie wenn man feinstollige Reifen von einer Enduro hätte.
Es ist nicht unangenehm, aber es ist mir nur aufgefallen. Ansonsten ist der City Grip Reifen sehr gut, folgt auch keinen Spurrillen, lässt sich sehr gut umlegen, schmiert nicht, hat einen wirklich sehr guten Trockengrip, hat auch einen sehr guten Nassgrip, ist auch in der Nässe auf den weißen Streifen oder auf Zebrastreifen merkt man kein Schmieren, und es ist ihm relativ egal, wie der Untergrund beschaffen ist. Auch sogar Schotterstraßen sind mit ihm ganz leicht bewältigbar. Das Einzige, was man halt bei einem Roller aufpassen muss, ist, Schotterstraßen zu fahren, ist insofern schwierig, da ja die Schürze weit hinunter geht. Wie ihr seht, er ist nicht gewaschen, aber das macht eigentlich auch nichts. Das Einzige, was mir an dem Reifen missfällt, ist, ich bin jetzt 2300 Kilometer damit gefahren und der Reifen gehört neu gewuchtet. Er hat am Anfang war er wirklich Wucht und er hat jetzt irgendwo wieder eine Unwucht drinnen. Das merkt man, wenn man den Lenker loslässt. Ansonsten, der Reifen hat vorne und hinten einen leichten Mittelsteg und hat dadurch natürlich keinen so einen hohen Verschleiß. Und ihr seht es hier, er lässt sich auch vom Bild her sieht man, dass der Verbrauch am Reifen sich überall relativ gleich gestaltet. Ja, es gibt dann noch ein Original Topcase bei den Modellen, und das Original Topcase hat jetzt eine Größe, in den ihr einen Vollvisierhelm ganz leicht hineinbekommt, plus einer leichten Jacke, wird auf den Original-Gepäckträger drauf montiert und ist natürlich mit dem Fahrzeugschlüssel zum Abnehmen und versperrbar. Das heißt, ihr habt eigentlich nur einen Schlüssel und braucht nicht zwei Schlüsseln. Natürlich für mich ideal Heizgriffe noch montiert, damit ich dann für die kalte Jahreszeit gewappnet bin. Ja, das war's zu Fahrtbericht SH300i. Wenn ihr Fragen habt, werde ich versuchen, sie euch gerne zu beantworten. Ansonsten bleibt mir einfach nur mehr eines zu sagen, und das wie immer: oben bleiben.